Backe, Backe, Kuchen, lecker Käsesahne. Okay, liegt vielleicht ein bisschen schwer im Magen. Und echte Leckereien gibt's ja eh nur bei Schwafel TV von Joswood. Ich hatte ja vor einiger Zeit Geburtstag, da gab's natürlich auch Torte. Nee, nicht die hier, die ist schon wieder 2 Jahre her, aber die dieses Jahr war mindestens genauso lecker. In etwa genauso lang bastel ich jetzt an dieser Torte rum. Ja, das ist ein echter Tortendummy, den ich da verwendet habe. Ich habe nur keine Torte draus gemacht. Ich habe mir einen Drehteller gekauft, um bei zukünftigen Produktvideos das Modell noch besser von allen Seiten zeigen zu können. 30 cm im Durchmesser. Ich weiß, das reicht nicht für den Unimat, so er denn in Gleichstrom jemals kommen wird, aber für alles andere reicht's dicke. Der Drehteller kam mit so einer Handvoll Silikonmatten, die man unterlegen kann, um einen andersfarbigen Untergrund zu haben. Das wiederum hat mich auf die Idee gebracht, dass man da ein bisschen Landschaft aufbringen könnte, weil Loks auf einfach so einem Drehteller stellen, das hat irgendwie James Wright ja schon perfektioniert. Sein Niveau werde ich in diesem Punkt nie erreichen können. Und dann geht da halt der Nerd mit mir durch. Wie cool wäre es denn, wenn man, während die Lok sich dreht, auch Lichtfunktionen schalten oder Sounds abrufen könnte? Und wenn bei mir einmal der Gedanke da ist, läuft halt die Recherchemaschine unweigerlich los, bis sie eine Lösung hat. Die sieht im konkreten Fall so aus. Lecker Käse-Sahnefüllung zwischen 2 saftigen Biskuitböden mit Überraschungscrunch in der Mitte. Ich übe schon mal für das große Backen. Spaß beiseite, ich habe also passend zu meinem 30 cm Teller einen 10 cm hohen Tortendummy und Sperrholzplatten mit auch eben genau diesem Durchmesser besorgt. 2 verschiedene, um genau zu sein, denn der Ring mit dem lediglich 5 cm breiten Rand erleichtert das Aushöhlen des Dummys doch ungemein. Und damit geht's auch los. Zunächst gilt es aber, dem Ring noch 4 3 mm Löcher zu spendieren. Beim Kreis konnte ich das direkt so bestellen. Also Ring und Kreis zusammengeklemmt und Löcher gebohrt. Danach wird der Ring mit Styroporkleber aufgeklebt. Ich habe mich für Uhupor entschieden, weil ich mir irgendwie eingebildet habe, dass man den auf 2 Arten verkleben könnte. Nämlich einmal über den Pressdruck, was Korrekturen unmöglich macht, und einmal über die Pressdauer, wodurch Änderungen noch möglich wären. Denn so richtig genau genommen hat es mit den 30 Zentimetern irgendwie niemand. Der Ring und auch die Sperrholzkreise sind minimal kleiner als der Tortendummy. Ach, waren das noch Zeiten, als Normen noch Normen waren und nicht einfach nur eine Diskussionsgrundlage. Egal, ging eh nicht. Uhupor kennt nur Druck. Also beide Oberflächen mit Kleber bestreichen, kurz warten, Druck machen. Hat den Vorteil, dass man direkt weiterarbeiten kann. Also Styroporschneider raus und einmal ausgeschnitten. So richtig schön ist es jetzt nicht geworden. Darum ging es aber auch gar nicht. Wichtig war, dass die Torte hohl wird und das ist gelungen. Weil eigentlich hätte mir ein Styroporring gereicht. Die bekommt man aber nur in so einer komisch gewölbten Ausführung für Blumengestecke. Und das war natürlich auch irgendwie nichts. Auf die andere Seite kommt dann ein Kreis. Ich brauche ja eine plane Fläche, auf die ich später die Landschaft aufbaue. Weiter geht's mit Magneten, denn dafür sind auch die Löcher da. Passend zu meinen Scheiben, die 3 mm stark sind und Löcher mit 3 mm Durchmesser haben, gibt's von Supermagnete Neodym-Magnete mit genau diesen Abmessungen. Denn ich will und muss ja an die Füllung irgendwie rankommen und so viele Möglichkeiten, das zu realisieren, bleiben da nicht. Wer schon mal versucht hat, in Styropor zu schrauben, weiß, was ich meine. Bisschen kniffliger war das Einkleben auf dem abnehmbaren Kreis. Erste Idee, Magnete und Kreis auflegen und quasi von außen mit Holzleim verkleben. Gegen die leichte Wölbung des Sperrholz standen auch genug Milchtüten rum, half nur alles nichts. Die Magnete hielten zwar an ihrem Gegenstück im Ring, aber nicht am Kreisdeckel. Nächste Idee, Heißkleber. Ich meine, wie blöd kann man eigentlich sein? Ich hatte vorher noch recherchiert, ob ich die Stromversorgung direkt über die Magnete mitlösen könnte und musste feststellen, dass das schwierig ist, weil Neodym extrem empfindlich auf große Hitze reagiert, dadurch die Magnetkraft verloren geht und Löten an Neodym-Magnete eher keine so pralle Idee ist. Und dann nimmt der Depp eine Heißkleberpistole. Ich meine, da kannst du den Magneten auch gleich erschießen. Genau das ist natürlich passiert. Magnetisch war danach gar nichts mehr. Da macht sich bezahlt, dass man dem Haben ist besser als Brauchen Theorem anhängt und einfach den nächsten Sperrholzkreis nehmen kann. Also musste auch hier Sekundenkleber ran. Dazu habe ich die Magnete eingesetzt, Klebeband oben auf die Löcher drauf.
dann den unteren Teil so abgenommen, sprich geschoben, dass die Magnete im Boden bleiben und das Ganze verklebt. Das Klebeband hilft nicht nur, dass die Magnete an Position gehalten werden, sondern man bekommt auch keinen Ärger mit den Kollegen, weil man deren Tischtennisplatte versaut hat. Das Ganze wiederholen wir jetzt noch auf der Oberseite. Natürlich könnte man auch direkt auf die aufgeklebte Platte Landschaft draufbauen. Aber zum einen baut es sich natürlich einfacher, wenn man nur eine dünne Sperrholzplatte vor sich auf dem Basteltisch liegen hat, statt einem 10 cm hohen Tortendummy. Und zum anderen möchte ich auch in Zukunft nicht nur H0-Modelle und nicht nur europäische Modelle präsentieren. Eine auswechselbare Landschaft ist daher wünschenswert und halt auch leicht realisierbar. Und so eine Spur N-Lok auf H0-Gleisen sieht echt scheiße aus, glaubt mir. Jetzt muss nur noch ein Loch für die Stromversorgung in die Mitte der beiden oberen Platten. Dazu mal schnell das Geometriewissen aus der Schulzeit abgerufen. Wir lernen ja nicht für die Schule, sondern für das Leben. Blödsinn. Natürlich habe ich gegoogelt, wie man bei einem Kreis den Mittelpunkt ermittelt. Das wird mit einem Geodreieck oder gar einem Zirkel noch einen Ticken leichter gehen. Und ich hatte auch im Büro mal irgendwann ein Geodreieck, aber wer meinen Schreibtisch schon mal aus der Nähe gesehen hat, wird den eher als Bermuda-Dreieck bezeichnen, bei dem es kein Wunder ist, dass irgendwas verschwindet. Und es geht ja auch mit einem stinknormalen Lineal. Es muss ja jetzt auch nicht super präzise sein. Auf den Boden drauf kommt jetzt die Füllung. Das ist neben dem schon bekannten Arduino mit DCC-X eine Stromversorgung für eben diesen, die im konkreten Fall noch aus einem 9-Volt-Plug besteht. Das ist jetzt noch nicht unbedingt mein absoluter Favorit, war aber schnell und günstig realisierbar. Für die Stromversorgung der Gleise kommt ein RC-Akku zum Einsatz. Hier einer mit 12 Volt und 5000 mAh. Der war jetzt fast so teuer wie der Arduino mit all seinen Schilden. Aber er passt ziemlich genau auf die 25 cm am Boden. An dessen Tamiya-Stecker kommt ein ebensolcher mit offenen Kabeln und an die Kabelenden wiederum Vago-Klemmen, da dadurch ein guter Kontakt sichergestellt ist und man bekommt das Ganze einfach und werkzeuglos wieder auseinandergebaut, sollte das erforderlich sein. Damit ist die Torte fertig. Man kann die jetzt, wenig überraschend, nicht mehr einfach so anheben. Die verbauten Magneten sind ja mini, allein das Gewicht des Akkus übersteigt deren Haftkraft um ein Vielfaches. Neben dem von mir angedachten Zweck kann man das Ganze natürlich auch beispielsweise auf Ausstellungen, in Schaufenstern oder wo man sonst seine Modelle präsentieren möchte, benutzen. In dem Fall sollte man aber die Torte außen noch etwas verkleiden. Vielleicht aber nicht unbedingt mit Fondant.